begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Paint and Talk. Mein Malkurs ist diese Woche leider ausgefallen. Ich habe kurzfristig eine Absagemail bekommen von der VHS Korneuburg, dass die Kursleiterin leider krank ist. Und ich habe mir gedacht, naja, ich wollte euch eigentlich mitnehmen, aber ich male einfach zu Hause. Und in den letzten beiden Shorts habe ich ja auch gezeigt, dass ich früher ein totaler Anime-Fan war und auch gerne Animes und Mangas selber gezeichnet habe. Und ich hatte jetzt lange Zeit, viele Jahre, über 20 Jahre kann man sagen, hatte ich jetzt eigentlich eine Anime-Malpause. Und ich habe mir gedacht, mich packt jetzt wieder so die Lust am Zeichnen, am Malen. Ich habe mich wieder daran erinnert, was der kleinen Nicole damals Spaß gemacht hat, was so ihre Welt war und ihre Leidenschaft war, ihr Hobby war. Und ich habe mir gedacht, um da wieder reinzufinden, setze ich einfach mal wieder dort an, wo ich als Kind aufgehört habe zu malen. Also ich habe relativ zeitig angefangen zu zeichnen, schon im Volksschulalter oder sogar im Kindergartenalter habe ich schon angefangen. Ich kann mich erinnern, da ist damals der Pocahontas-Film ins Kino gekommen. Ich glaube, das war mein erster Kinofilm. Den habe ich damals mit meiner Tante gesehen. Und habe mir noch einen riesen Sackerl Gummibärchen in den Mund gestopft, das weiß ich auch noch. Da muss ich so um die 5, 6 Jahre alt gewesen sein. Und da habe ich damals ein Pocahontas-Buch bekommen und da habe ich einfach mal das Titelbild abgepaust. Also ich glaube, das waren so meine Anfänge, dass ich mich dafür interessiert habe, so in Richtung Comic-Stil zu zeichnen, Animation, sowas in die Richtung zu zeichnen. Ja, und ich habe euch ja erzählt, wie ich dann 10 war, habe ich ja die blaue Pokémon Edition für den Gameboy bekommen und war dann Feuer und Flamme für Pokémon. Und ja, natürlich habe ich auch die Serie gesehen auf RTL 2 und das war ein richtiges Highlight, wenn einmal ein Feiertag war und schulfrei war oder wenn Osterferien waren oder Semesterferien, dann gab es ja auf RTL 2 immer Doppelfolgen von jeder Anime-Serie. Also ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnern könnt, aber das war so mein Highlight. Nicht nur eine Folge, sondern gleich 2 Folgen. Und da habe ich mich immer extrem gefreut, wenn ich mir 2 Folgen zum Beispiel von Pokémon anschauen konnte. Ja, und jetzt schaue ich mit meinen Kindern, aktuell auf Togo, schauen wir uns die alten Pokémon-Staffeln an. Wir haben mit Staffel 1 begonnen, wo Ash in Alabastia startet mit Pikachu und ja, dann seine ersten 8 Orden gewinnt. Auf seiner Reise durch die ganzen Kämpfe gegen die Arenaleiter. Und dann geht er ja in die Johto-Liga, also zuerst in die Indigo League und dann geht er ja weiter in die, eigentlich kommt danach die Orange League, fällt mir gerade ein, genau. Ja, und dann haben meine Kinder und ich einfach angefangen, Pokémon zu zeichnen. Und sie haben sich dann dafür interessiert, welches Pokémon ist das und welches Pokémon ist das. Und dann hat so jedes meiner Kinder so seine Lieblings-Pokémon für sich entdeckt. Meine kleinste Tochter findet Digda und Raupi total süß. Sie sagt immer, sie würde sich Raupi und Digda aussuchen als die ersten Pokémon. Und meine andere Tochter findet zum Beispiel die anderen Starter-Pokémon richtig cool. Aber auch Smetbo findet sie richtig cool. Und mein Sohn findet Pikachu und Relaxo richtig cool. Und euch darf ich es ja verraten, also zu Ostern, der Osterhase bringt dann ein paar Kuscheltiere. Meine kleinste Tochter wünscht sich das Flamara und das Flamara zeichne ich auch gerade mit euch. Und meine andere Tochter hat sich das Aquana-Kuscheltier ausgesucht. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt flüstere, die hören mich nicht. Und mein Sohn hat sich ein großes Relaxo Squeezy ausgesucht. Das habe ich auf, ich glaube Swift Toys hat das gerade im Online-Shop. Und da gab es, glaube ich, ab 20 € Bestellwert kostenlosen Versand. Da habe ich dann das Aquana und den Relaxo bestellt. Und das Flamara Kuscheltier habe ich beim Mediamarkt Online-Shop bestellt, genau. Weil das hat der Smith Toys nicht mehr gehabt. Genau, und die habe ich jetzt bei mir im Abstellraum in einem Karton versteckt.
Und das bringt dann der Osterhase. Ja. Die Kids freuen sich schon drauf. Die sind auch voll im Pokémon-Fieber jetzt. Und für mich als erwachsene Nicole ist das richtig spannend. Und ich freue mich natürlich auch, weil es ist etwas, was meine Kindheit mit ihrer Kindheit verbindet. Und das finde ich eigentlich richtig schön, diese Verbindung gerade im Alltag zu beobachten und zu sehen, wie sich das entwickelt und wie meine Kinder auch Spaß daran haben, sich Pokémon-Videos anzuschauen, Pokémon zu zeichnen, die Namen der Pokémon zu lernen und das auch Teil ihres Alltags wird irgendwie. Ja, und das Aquarellzeichnen, das ist so ein Teil von der erwachsenen Nicole geworden. Also ich bin ja da noch ganz am Anfang. Ich habe da mit einer Action-Aquarellpalette gestartet. Ich habe mir die einfach einmal gekauft. Ich habe mir aber jetzt dann bessere Pinsel besorgt, weil ich gemerkt habe, dass das schon wichtig ist. Gerade wenn man so kleine Sachen oder feine Sachen zeichnen will, dann braucht man schon gute Pinselspitzen. Und ja, ihr seht es, beim Flamara habe ich mich ein bisschen geplagt. Das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal neu mit Bleistift gezeichnet, weil die erste Pose hat mir nicht gefallen. Da war ich total unzufrieden, obwohl mich meine Kinder bestärkt haben und gesagt haben, hey, das schaut voll schön aus, Mama. Aber ich habe gesagt, na, ich bin echt nicht zufrieden und ich bin auch so, dass ich mich immer auch gerne etwas herausfordern möchte. Also ich habe da auch irgendwie eine hohe Anforderung an mich selbst. Und ich habe mir gedacht, nein, ich kann das besser, ich suche mir jetzt sogar noch eine schwierigere Pose aus, weil das Flamara, was ich davor gezeichnet habe, das ist einfach nur da gesessen. Und das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Und dann habe ich mir eine Pose rausgesucht, also Evoli habe ich als erstes gezeichnet, dann das Aquana und irgendwie beide sind ja in einer ruhenden Position. Das Evoli steht, das Aquana sitzt und beim Blitzer habe ich mich dann schon etwas mehr getraut und das finde ich auch am allerschönsten. Das ist mir wirklich am besten gelungen, meiner Meinung nach. Und ihr seht, ich habe da auch versucht, mit den Aquarellfarben schon Schattierungen reinzubringen. Was für mich, wie gesagt, komplett Neuland ist. Also ich habe mit Aquarell ja noch nichts am Hut. Ich bin gerade dabei, das neu für mich zu entdecken und zu lernen und probiere einfach einmal aus. Und dann habe ich mir gedacht, das Flamara, das traue ich mich jetzt auch in einer Bewegung zu zeichnen. Also das Flamara ist so gerade im Sprint. Deswegen sind die Hinterbeine auch so angezogen. Und ja, da habe ich jetzt auch versucht, mehr Schattierungen reinzubringen. Aber ich habe da, ihr habt es vielleicht bemerkt, beim Bleistift vorzeichnen habe ich schon radiert. Also irgendwie beim Flamara, da war so ein bisschen so der Wurm drin. Und auch beim Ausmalen habe ich auch immer wieder versucht, weil ich da ein bisschen rausgemalt habe, unten bei den Pfoten zum Beispiel die Ränder zu versäubern. Und das finde ich beim Aquarell richtig, richtig toll und cool. Wenn man den Pinsel sauber macht und mit ein bisschen Wasser anfeuchtet, kann man die Ränder schön sauber machen. Nicht zu 100%. Ich musste hier auch wieder warten, bis dann das Papier getrocknet ist, weil es hat sich dann unten bei den Pfoten etwas gewellt und da hätte ich nicht weiter malen können, weil sonst wäre die Farbe einfach verlaufen. So, dann habe ich dann einfach etwas warten müssen, bis das Papier wieder getrocknet ist und dann bin ich mit einer zweiten Schicht drüber gegangen und habe dann versucht, erstens auszubessern und zweitens auch hier mehr Schattierungen reinzubringen. Das ist das Tolle am Aquarell, finde ich, dass man da mit mehreren Schichten mehr Deckkraft, mehr Farbe, mehr Intensität hineinbekommen kann. Zum Beispiel beim flammenden Fell unter dem Kopf sieht man das, glaube ich, jetzt ganz gut, dass da auch so ein Glanz drinnen ist, ja, so Leuchtkraft drinnen ist. Auch oben an der Flamme erkennt man das. Beim Schwanz sieht man es vielleicht nicht so optimal. Da gehen wir noch einmal näher drauf ein. Man sieht, unten sind so Schattierungen drinnen. Und auch im Mundraum habe ich das versucht zu machen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder.